In E-Mail-Unterhaltungen ist es immer mal wieder nötig, zum Telefonhörer zu greifen und sich mit dem Kommunikationspartner mündlich auszutauschen. Doch wohin dann mit den Notizen? In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit 3 Klicks direkt eine Gesprächsnotiz in die empfangene E-Mail einfügen könnt. Diese Schnelltabellen könnt ihr übrigens auch als Dokumentationsvorlagen in neuen E-Mails, in Aufgaben, in Terminen oder auch in euren Kontakten verwenden. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Heute bringen wir ein paar Funktionen zusammen, die ihr vielleicht schon aus anderen Videos von mir kennt. Nachricht bearbeiten, Nutzung der Symbolleiste für den Schnellzugriff und die Schnelltabellen. Zunächst schauen wir uns den Ablauf im Endergebnis an und dann zeige ich euch die Einrichtung in Outlook. Der Ablauf sieht so aus: Ihr habt eine E-Mail bekommen, die macht ihr auf, ihr lest diese E-Mail. Und in diese E-Mail möchtet ihr jetzt etwas einfügen, was ihr mit eurem Gesprächspartner mündlich besprecht. Dazu klickt ihr einmal hier auf das Symbol Nachricht bearbeiten, dann klickt ihr auf das Symbol Schnelltabellen, wählt die Gesprächsnotiz aus den Schnelltabellen aus und könnt dann direkt hier mit Datum, Person und Inhalt einfügen, aufschreiben, was ihr mit der anderen Person besprochen habt. Zum Einrichten dieses Ablaufs macht ihr eine beliebige E-Mail auf, die ihr bekommen habt. Und als erstes bauen wir hier den Befehl zum Bearbeiten der Nachricht ein. Vielleicht kennt ihr den schon, der ist im Menüband Nachricht, Verschieben, weitere Verschiebeaktionen, Nachricht bearbeiten, und ich klicke den jetzt nicht mit der linken Maustaste an, sondern ich klicke ihn mit der rechten Maustaste an und wähle den Befehl zur Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen. Damit ist dieser Befehl hier oben mit dabei und ich klicke den jetzt einmal an, sodass ich in die Bearbeitung der Nachricht komme. Jetzt füge ich erstmal selbst eine Tabelle ein, die ich entsprechend gestalte, und aus der mache ich dann eine Schnelltabelle. Das mache ich über Einfügen, Tabelle. Dann wähle ich mir eine Tabelle aus, wie ich sie brauche. In meinem Fall ist es jetzt eine Tabelle mit 2 Spalten und 4 Zeilen. Und dann schreibe ich zum Beispiel die Informationen rein, die ich brauche, also Gesprächsnotiz. Ich drücke dann die Tabulator-Taste und springe weiter. Am, mit, Inhalt. Da könnt ihr natürlich wählen, was ihr da reinschreiben wollt. Und jetzt ist es so, ich würde jetzt nicht groß anfangen, diese Tabelle im Detail zu formatieren, sondern ich würde mir hier oben aus den Tabellenvorlagen das raussuchen, was ich ganz ansprechend finde. Und dazu müsst ihr einfach mit der Einfügemarke innerhalb der Tabelle sein, die ihr gerade gestaltet. Dann gibt es hier das Menüband Tabellenentwurf. Ihr klickt auf den Listenpfeil für weitere und könnt euch hier jetzt etwas aussuchen, was euch gefällt. Man sieht das schon mal so ein bisschen im Hintergrund. Man könnte aber auch eine auswählen, mal gucken, passt es, und wenn nicht, einfach nochmal anklicken und dann das auswählen, was man selber nutzen möchte. Die Breite der Spalten könnt ihr hier noch ein bisschen anpassen, und wenn euch die Tabelle dann gefällt, dann geht ihr so vor, wie ihr das auch beim Autotext tut, nämlich Markieren der Tabelle. Und ihr wisst ja, mit Alt F3 kann man den Autotext aufrufen. Es gibt hier aber noch eine direktere Möglichkeit, nämlich über das Menü Einfügen Tabelle, Schnelltabellen. Habt ihr die Möglichkeit, diese Auswahl im Schnelltabellenkatalog zu speichern. Und wenn ihr diesen Befehl aufruft, dann seht ihr schon, das ist eigentlich nichts anderes, als ihr drückt Alt F3, damit wird ein Baustein erstellt. Wichtig ist jetzt nur, dass der Katalog eben hier Tabellen ist und nicht wie sonst Autotext. Und auf diesem Weg habt ihr auch gleich die richtige Katalogzuordnung. Dann bestätigt ihr mit OK. Wenn es diesen Eintrag schon gibt, so wie bei mir, nämlich hier Gesprächsnotiz, den hatte ich schon, dann könnt ihr den neu definieren. Und ab jetzt habt ihr die Möglichkeit, diese Schnelltabellen einzufügen. Und damit wir das noch hier oben im Schnellzugriff haben, gehen wir nochmal auf Tabellen, Schnelltabellen. Und hier klickt ihr Schnelltabellen mit der rechten Maustaste an und fügt diesen Befehl auch noch zur Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzu.
sodass wir also jetzt das Nachricht bearbeiten haben und den Befehl Schnelltabellen, aus dem wir dann später auswählen können. Ihr könnt jetzt diese E-Mail theoretisch so speichern, aber braucht es nicht. Ich mache das mal nicht. Ich schließe die Nachricht, ich speichere nicht. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch an, wie ihr nachträglich solche Tabellen dann verändern könnt, beziehungsweise wie ihr diese Schnelltabellen in anderen Komponenten von Outlook verwenden könnt. Aber vorher möchte ich mich noch ganz herzlich bei meiner Kollegin Sigrid Hess bedanken, von der dieser Tipp kommt. Sigrid schreibt auch sehr viel, zum Beispiel im Teamwork-Blog. Ich kann euch die Artikel sehr empfehlen, deshalb habe ich sie mit der Website von Sigrid unten in der Beschreibung verlinkt. Mit Sigrid zusammen habe ich auch dieses Buch geschrieben, Microsoft 365 Zusammenarbeit in der Cloud. Vielleicht habt ihr hier im Kanal auch schon davon gesehen. Falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, unten in der Beschreibung habe ich euch die Möglichkeit verlinkt, dieses Buch direkt bei mir zu kaufen. Und je schneller ihr es bestellt, desto wahrscheinlicher kommt es mit der Post auch noch bei euch rechtzeitig an. Aber nun zum Ändern der Schnelltabelle. Wenn ihr eine Schnelltabelle ändern wollt, dann müsst ihr sie nochmal aufrufen, verändern und dann erneut abspeichern. Zum Beispiel, indem ihr eine neue leere E-Mail aufruft, in den Textbereich geht, über das Symbol, das ihr ja in die Schnellzugriffsleiste inzwischen eingebaut habt, die Schnelltabellen aufrufen. Ihr wählt die Gesprächsnotiz. Dann könnt ihr zum Beispiel hier die Gestaltung ändern, wenn euch ein Grün besser gefällt oder ihr noch andere Wünsche habt, die ihr hier einbauen wollt. Dann markiert ihr die Tabelle wieder, ruft wieder die Schnelltabellen auf, Auswahl im Schnelltabellenkatalog speichern, vergebt denselben Namen wie vorher. Wenn das gleich die Überschrift ist, dann ist es auch automatisch derselbe Name. Da müsst ihr eher aufpassen, wenn ihr eine zweite oder dritte Tabelle wollt, die vielleicht den gleichen Titel hat. Und wenn ihr jetzt mit OK bestätigt, vielleicht habt ihr das vorher auch schon gesehen, dann heißt es jetzt, möchten Sie den Eintrag für den Baustein neu definieren? Und wenn ihr dann Ja sagt, dann ist ab jetzt die Möglichkeit, die Schnelltabelle einzufügen, eben geändert auf dieses andere Format oder den anderen Inhalt, den ihr euch vorstellt. Ihr habt auch jetzt schon gesehen, wie man die Schnelltabellen in andere Komponenten oder auch in noch nicht bearbeitete Mails einfügt. Letztendlich ist es immer wieder dasselbe. Ich mache das mal hier in einem Termin. Ihr seid in einem Termin, in einer Aufgabe, in einer E-Mail, egal wo ihr gerade seid, über den Befehl einfügen, Tabelle. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ihr seht, der ist ausgegraut. Der ist deshalb ausgegraut, weil ich hier im Titel bin. Da kann man natürlich keine Tabelle einfügen. Also klicke ich in den Textbereich, Tabelle, Schnelltabelle und wähle dann diese Gesprächsnotiz aus. Und für die von euch, die viel mit Autotexten arbeiten, man kann natürlich den Titel dieser Schnelltabelle, die ja eine Art Autotext ist, auch tippen und nach dem vierten Buchstaben kommt dann der Vorschlag, Eingabetaste drücken, um einzufügen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen, der auch schon viel mit Autotexten arbeitet, die schnellere Variante, diese Gesprächsnotiz, diese Schnelltabelle hier aufzunehmen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch oder auch über einen Kommentar, aber ganz besonders übers Teilen dieses Videos und auch über ein Abonnement meines Newsletters. Dazu findet ihr unten in der Beschreibung einen Link. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Erfolg beim Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.